Moin Leute, heute gibt's mal ein ganz anderes Video. Und zwar geht es um Lebensmittelreste von Dingen, die ihr im Supermarkt kaufen könnt, die zum Wegschmeißen viel zu schade sind und die ihr einfach einpflanzen könnt und dann könnt ihr nochmal ernten. Wir fangen mal mit dem Porree an. Da kennen die meisten wahrscheinlich sogar schon den Trick. Die Porree-Enten, die ihr abschneidet, einfach ein Stückchen länger abschneiden und dann einfach in die Erde damit. Und ihr werdet sehen, am nächsten Tag oder sogar schon nach ein paar Stunden zeigt sich das erste Leben, das noch im Porree steckt, und er fängt an loszuwachsen. Ihr könnt so einen Frischhaltebeutel oder eine Folie drüber machen und mit einem Gummiband befestigen, damit der Porree schön feucht bleibt und am Anfang etwas schneller wächst. Es geht aber auch ohne, und ihr könnt den Porree natürlich auch draußen einpflanzen. Ganz wichtig ist natürlich ein Kater, der die für euch ein bisschen brütet, damit die noch schneller wachsen. Nach 8 Tagen ist der Porree schon ein gutes Stück gewachsen. Und so sieht der Porree jetzt nach 2 Wochen aus. Hier könnt ihr gut sehen, wie sich der Porree Schicht für Schicht wieder nach oben schiebt. Der zweite Porree, den ihr so ernten könnt, der ist vielleicht nicht ganz so schön wie der erste und der dritte wird nicht ganz so schön wie der zweite. Aber den ganzen Porree zu entsorgen nach einer Ernte, das ist doch eigentlich viel zu schade, oder? Wie gesagt, viele kennen den Trick wahrscheinlich schon mit dem Porree. Es gibt aber noch einen ganzen Haufen und viel mehr als in diesem Video, was ihr im Supermarkt kaufen könnt und zu Hause aussehen oder anpflanzen könnt. Wie zum Beispiel auch die Frühlingszwiebeln. Da geht das nämlich auch wunderbar. So sahen die vor 14 Tagen noch aus. Auch wieder die Enden einfach abschnibbeln, am besten mit einem scharfen Messer, nicht so wie ich. Und ab in die Erde damit. Oder ins Beet natürlich. Statt in die Erde kann man die auch in Wasser stellen, also in ein kleines Glas. Ich finde aber im Wasserglas wachsen die im Vergleich zur Erde deutlich schlechter. Auch die Lauchzwiebeln könnt ihr bestimmt noch ein zweites und drittes Mal ernten. Bei Salat funktioniert das auch wunderbar. Entweder ihr kauft direkt einen mit Wurzeln noch dran oder ihr kauft einen ganz normalen Kopfsalat zum Beispiel. Dort habt ihr unten einen Wurzelstrunk dran und pflanzt den einfach in die Erde rein. Ich habe hier so einen Doppelsalat mit 2 Sorten. Dann machen wir erstmal die beiden Sorten auseinander. Dann schnappe ich mir noch von jedem Salat 1-2 Blätter für noch ein weiteres Experiment. Ich habe gelesen, dass man die Blätter vom Salat auch in eine Schale packen kann und stellt das dann an einen hellen Ort. Und dann sollen die Blätter angeblich auch Wurzeln bilden. Den Rest vom Salat habe ich ganz normal in Blumentöpfe gepflanzt, mit meiner selbstgemachten Erde aus dem Garten. Und da könnt ihr jetzt einfach nach und nach die Blätter schön wegknuspern von außen und von innen wächst immer wieder was nach und irgendwann wird der Salat in die Blüte gehen. Er hält auf jeden Fall so viel länger und es lohnt sich auf jeden Fall, so habt ihr ein bisschen mehr Salat, als wenn ihr ihn einfach nur aufesst, also pflanzt ihn ruhig ein. Den Salat in der Schale und auch den eingepflanzten Salat habe ich erstmal ein bisschen feucht gesprüht. Der Salat in den Töpfen ist schnell ein bisschen schlapp geworden. Der muss sich erstmal wieder dran gewöhnen, sich Wasser über die Wurzeln zu besorgen. Und die Blätter, ja, die können es halt nicht besonders gut und trocknen in der Luft natürlich aus. Daher immer schön nass sprühen. Auch dafür habe ich natürlich hochprofessionelles Werkzeug. Trotz meiner Bemühungen sah der Salat nach 2 Wochen so aus. Und das Experiment habe ich auf jeden Fall aufgegeben. Und bei mir hat der Salat keine Wurzeln bekommen. Ihr könnt das auch gerne nochmal ausprobieren. Vielleicht läuft das bei euch anders und besser. Den eingepflanzten Salat habe ich einfach nochmal komplett runtergeschnitten, als wir einen großen Salat gemacht haben. Das geht nämlich auch wunderbar. Und der wächst dann auch einfach wieder los. Das gleiche Prinzip habe ich bei mir in den Beeten auch. Hier unter meinen Fingern seht ihr, das ist das abgeschnittene Stück. Auch das ist natürlich wieder ein bisschen hochgewachsen. Und alles, was da in der Mitte ist, das ist alles neu gewachsen komplett. Das hatte ich jetzt nicht stehen lassen oder so, das war wirklich gerade abgeschnitten.
Auch beim Möhren klappt der kleine Trick. Da könnt ihr auch einfach die Enden abschneiden. Und pflanzt die einfach ein bisschen runterdrücken und gut. Und natürlich wieder schön feucht halten, hin und wieder gießen. Und auch so eine Möhre, die im Kühlschrank rumliegt, die ist alles andere als tot. Da steckt noch ein Haufen Leben drin. Und jetzt nach 2 Wochen kann man sehen, wie das Grün oben ordentlich rausschießt. Leider dauert das so lange, bis diese Möhre jetzt so weit wäre, dass ich euch die zeigen kann. Deshalb kommt das im nächsten Video. Ich werde nämlich noch eins machen. Und dann zeige ich euch die Ergebnisse von den Sachen, die ich jetzt noch nicht komplett fertig habe hier. Und dann machen wir vielleicht noch das ein oder andere dazu. Ihr könnt ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so wünscht, was ihr denkt, was ich aus dem Supermarkt nochmal gut anbauen könnte und das zeigen könnte. Dann habe ich hier noch einen Haufen Ingwer liegen, der hier auch schon ein bisschen länger liegt und langsam beginnt auszutreiben. Da wird empfohlen, den Ingwer erstmal über Nacht in Wasser einzulegen, damit er sich nochmal schön voll saugen kann. Und dann kommt er bei mir jetzt einfach in Blumentöpfe. Und ihr könnt den theoretisch in ungefähr 5 cm lange Stücke noch zerschneiden. Und dann kommt oben einfach noch ein bisschen Erde drauf. Locker andrücken, nicht zu fest. Das ist aber auch der erste Ingwer, den ich vermehre. Also ich bin mal gespannt, was das wird. Und der Ingwer braucht auch eine ganze Weile, bis der anfängt loszuwachsen. Aber er bekommt langsam Wurzeln und das kann man hier sogar schon ganz gut sehen. Weitere Ergebnisse zum Ingwer gibt es dann auch im nächsten Video. Dann habe ich hier noch ein paar Zwiebeln, ganz normale Gemüsezwiebeln, die einfach ein bisschen lange in der Küche lagen und die angefangen haben auszutreiben. Die könnt ihr auch wunderbar in euer Beet pflanzen. Und diese Gemüsezwiebeln, die werden euch dieses Jahr keinen Ertrag mehr bringen, aber eine wunderschöne Blüte und sich eventuell aussehen. Und im nächsten Jahr wachsen dort, wo ihr die jetzt gepflanzt habt, eventuell drumherum ein paar neue Zwiebeln. Das Ganze klappt natürlich auch wunderbar beim Knoblauch. Wer kennt das nicht? Knoblauch liegt ein bisschen zu lange rum und fängt auch an auszutreiben. So macht das der Profi halt. Da hat man 1A Saatgut und die wandern dann auch einfach ins Beet bei mir. Knoblauch ist super frosthart. Das heißt, ihr könnt ihn eigentlich die ganze Zeit pflanzen, immer wenn der Boden offen ist und nicht gefroren. Ich glaube, ich habe meine irgendwann im Januar gepflanzt. Auch gekeimte Kartoffeln, einfach in die Beete damit. Wenn ihr Glück habt, steht sogar die Sorte direkt auf dem Schild drauf und ihr wisst auch, was ihr einpflanzt. Ich habe die Erfahrung gemacht, die von sich aus sehr gut keimen, die bringen eigentlich ganz okayen Ertrag. Ich bin eh nicht der erfolgreichste Kartoffelbauer bis jetzt, aber große Unterschiede zwischen gekauften, in Anführungsstrichen, Saatkartoffeln und den ganz normalen Kartoffeln, die einfach gekeimt sind, habe ich jetzt nicht so gemerkt. Diese Kartoffeln wandern bei mir auf jeden Fall jetzt auch in die Erde, beziehungsweise auf die Erde und werden mit ganz viel Laub abgedeckt. Statt Stroh- oder Heukartoffeln sollen das Laubkartoffeln werden. Auf jeden Fall sind auch die Kartoffeln, die gekeimt sind, viel zu schade, um sie einfach wegzuschmeißen. So, falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann wäre das jetzt eine 1A Gelegenheit, das zu tun. Und ich wünsche euch wie immer eine gute Ernte.